Kennen Sie das? Sie können sich für etwas einfach nicht entscheiden. Zum Beispiel bei Aktien oder bei Gold, kaufen, verkaufen. Na, zum Glück habe ich da eine Buy-and-Sell-Münze. Die sagt mir dann, verkaufen. Herzlich willkommen im Filoro TV-Studio. Mein Name ist Martin Krieger und schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Aber okay, was hat es jetzt mit dieser Münze, mit dieser Buy-and-Sell-Münze auf sich? Diese Münze haben wir von Filoro Individual prägen dürfen auf Grundlage einer Idee und mehrerer Designs von der Firma SkyTraders, einem Online-Community-Broker. Und wie es dazu gekommen ist und was da dahinter steckt, das erzählt uns am besten der Co-Founder und CEO Thomas Stradner. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Sehr gerne. Thomas, gleich mal vorweg, bitte erklär uns einmal, wie das funktioniert bei SkyTraders, dem Online-Community-Broker. Ja, also die Idee ist ja sehr spannend. Also wir bauen mit SkyTraders einen Community- und Online-Broker auf, wobei die Idee schon viel, viel weiter ist, als wir damals gestartet sind. Und wir machen im Prinzip jetzt da ein Multi-Brand, Multi-Asset-Produkt. Multi-Brand bedeutet unterschiedliche Marken, ja, für die Zielgruppen und Asset im Finanzbereich. Beispiel, Multi-Brand SkyTraders steht jetzt dafür Aktien, für Forex, für Trading. Ja, das Traditionelle, was wir aus der Finanzbranche kennen. Im Bereich Krypto haben wir zum Beispiel Xberry, unsere Krypto-Exchange, und damit haben wir unterschiedliche Marken mit unterschiedlichen Finanzprodukten. Das heißt, ihr teilt das wirklich auch Genau, innerhalb der Community und spielt das dann auch wieder aus. Und wie funktioniert das mit der Community? Weil ihr seid ein Online-Community-Broker? Ja, die Idee ist im Prinzip zwar nicht neu, aber wir interpretieren das Ganze jetzt da komplett neu. Ja. Normalerweise ist es ja so, dass gerade Fintech-Unternehmen immer von großen Venture-Capital-Unternehmen finanziert werden. Ja, was macht ein Venture-Capital-Unternehmen? Die haben eine Idee, sie finanzieren das Ganze, sie skalieren das, bedeutet, sie bauen das weltweit auf und dann gibt es irgendwann den Exit. Exit schaut dann so aus, entweder Börsengang oder Verkauf. Ja. Und bei uns hat die Community das erste Mal die Chance, dass sie an die Stelle dieser Venture-Capital-Unternehmen tritt. Geht sich das aus? Also von der Community-Größe her, sodass man genügend finanzielle Mittel bekommt? Natürlich, wir wären schon gerne weiter, ja, aber wir sind sehr stolz, dass wir knapp 1200 Community-Mitglieder haben und jetzt in der Pre-Seed-Phase knapp 1,5 Millionen Euro geraced haben und jetzt damit Juli in die Seed-Runde gegangen sind. Und da kann sich einfach jeder anmelden? Jeder kann da mitmachen und mit so viel Geld einsteigen? Ja, es kann sich jeder registrieren. Also wenn er eine Einladung bekommen hat zur Community, kann sich über das Projekt informieren und dann im Prinzip selber entscheiden, was er mit der Idee macht. Und zurzeit haben wir 1200 bereits? Circa 1200, genau. Okay. Und was ist das Ziel von SkyTraders selber? Also wo willst du mit dem Unternehmen hin? Das Spannende ist, man muss immer die Investorenseite anschauen. Ja, weil natürlich sagen viele Kunden oder Investoren oder Leute oder Kunden, ja, es gibt ja schon so viele Online-Broker oder Exchanges. Dann sage ich, ja, das mag stimmen für den Endkunden. Die Frage ist aber, wer investiert in solche Unternehmen? Beispiel, wir alle kennen vielleicht Coinbase, wir kennen Robinhood und so weiter, und nicht nur diese Unternehmen anzuschauen, sondern hinter die Kulissen zu blicken. Und wenn ich sage, hinter die Kulissen blicken, dann meine ich, wer hat in diese Unternehmen investiert? Also beispielsweise bei Coinbase war sehr groß dabei Andreessen Horowitz. Coinbase hat über die Finanzierungsrunden knapp 550 Millionen Dollar eingesammelt in den Finanzierungsrunden und beim Börsengang letztes Jahr knapp 86 Milliarden Bewertung. Und das ist das Daily Business von den Venture Capital Firmen. Ja, und da möchten wir mit unseren kleinen Investoren, mit der Community aktiv dabei sein. Eine gute Idee eigentlich einmal für die breite Masse etwas zu tun und quasi ich kann an die Stelle von großen Unternehmen auch einen Anteil erhalten. Aber die Wirtschaftsaussichten sind ja derzeit nicht unbedingt die besten. Also es droht eine Rezession, wir haben Inflationsraten, die durch die Decke gehen. Die Finanzmärkte an sich sind sehr volatil. Wie beurteilst du da die Lage oder auch deine Community? Ich kriege die Frage sehr oft gestellt. Ja, zahlt es sich aus, in der aktuellen Zeit das zu machen? Die Frage ist auch, was macht man sonst? Erstens mal wichtig ist natürlich positives Denken, egal wie die Welt- oder Wirtschaftslage draußen ist. Rezession, Inflation, ich glaube, man muss in der heutigen Zeit investieren. Es braucht Möglichkeiten und Chancen, wo du sagst, okay, wie kann ich mein Geld zwar nicht sichern, aber wie kann ich mehr daraus machen? Ja? Und wenn wir die Volatilität ansprechen, Volatilität ist der Traum eines jeden Traders. Ja, das bedeutet, du hast vorher die Buy-and-Sell-Münze geschmissen. An der Börse gibt es genau diese zwei Möglichkeiten. Gehe ich auf fallende Kurse oder auf steigende Kurse? Und wenn es keine Volatilität gibt, dann ist ja leider auch wenig Job jetzt da für den Trader, wenn er das richtig macht. Das stimmt, die Trader sind natürlich etwas sehr Tagesaktuelles, eigentlich minütlich, wo die Kurse rauf und runter gehen und verfolgen und dann eben die Short- oder Long-Positionen setzen.
Lass uns kurz einmal über die Kooperation zwischen SkyTraders und Filoro sprechen. Wir haben ja da eine kleine, feine Kooperation sozusagen entwickelt. Wir kennen uns aus anderen Gesprächen schon länger und dann kam irgendwann die Idee für SkyTraders Münzen zu entwickeln. Und da gibt es die Filoro Individual-Serie, die wir machen. Vielleicht willst du es kurz vorstellen, wie du dann auf die Idee gekommen bist, überhaupt das zu tun. Wir wollten natürlich unsere aktiven Community-Member belohnen oder eine Anerkennung geben. Ja? Und dann ist die Idee entstanden, okay, wir sind im Finanzbereich aktiv, Krypto und so weiter, lass uns doch etwas mit Münzen machen. Ja? Und dann ist halt immer die Frage, wenn ich etwas schenke oder als Belohnung hergebe, welchen Wert hat das Ganze? Ja? Dann haben einige gesagt, intern im Team drinnen, ja, lass uns Münzen machen, dann ist halt ein bisschen Gold drüber, so ein Schleier. Dann denke ich mir, okay, jetzt überreichen wir diese Münze für diese Anerkennung, für diese tolle Leistung der Community-Member, aber der Wert der Münze ist dann irgendwie so, so lala. Ja? Ja. Das bedeutet, für mich war wichtig, wenn wir diese Münzen überreichen, dann soll sie wirklich einen Wert haben. Und da ist natürlich nur Edelmetall in Frage gekommen. Und durch Zufall dann auch in unseren Gesprächen, da können wir individual was machen. Ja? Und dann haben uns die ganzen Grafiker zusammengesetzt, der komplette Prozess. Und auf das Projekt bin ich wirklich stolz, weil wenn jemand zum Beispiel diese SkyTraders Goldmünze bekommt, diese Prägung, dann hat er eine Unze Gold. Das heißt, diese Wertigkeit, diesen Wert, diese Anerkennung, die wir geben, spiegelt sich dann auch in der Münze wieder. Die Unze Gold ist aktuell, wir haben heute den 26. September bei 1710, 1720 Euro der Goldpreis aktuell, also eine schöne Anerkennung unter Anführungszeichen. Ja. Vielleicht kannst du die Box kurz in die Kamera halten, es gibt ja derer 5 Stück innen drinnen, unterschiedliche Materialien, das heißt wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben Platin. Genau, wir haben Platin, wir haben Gold und Bronze. Bronze haben wir, genau, also diese 5 Stück, die wir hier entwickelt haben. Kann man diese Münze einfach kaufen oder kriegt man die einfach so geschenkt? Kaufen teils, ja, also die Buy-and-Sell-Münze, die wird es dann wirklich im Online-Shop uns drinnen geben, auch zum Kaufen. Und die anderen Prägungen nur mit dem SkyTraders-Logo, die gibt es nur als Anerkennung, als Belohnung. Als Bonifikation für erbrachte Leistungen. Okay, genau. Also das beantwortet auch schon meine nächste Frage, wer die Münze denn bekommt. Ja. Und in dem Fall sind es tatsächlich Menschen, die innerhalb von SkyTraders arbeiten. Genau. Okay. Hast du dir selber die Münzen eigentlich auch schon verliehen? Und wenn ja, für welche Das ist meine persönliche Münzbox. Ja, da fehlen aber 2. Ja, genau. Und das zeigt aber auch, dass ich komplett gleichgestellt bin. Also nur weil ich jetzt die Idee mitentwickelt habe, wir den Prozess gemacht haben und so weiter, werde ich jetzt dann nicht bevorteilen, dass ich jetzt hier eine volle Münzbox habe. Ja. Das heißt, meine Leistung war bis jetzt die Buy-and-Sell, die Bronze und die silberne und an der goldenen arbeite ich gerade. Sehr gut. Kommen wir nochmal auf die Buy-and-Sell-Münze zurück, die wir ja auch entwickelt haben, die keinen Platz in dieser Münzbox gefunden hat. Aber kaufen, verkaufen, tatsächliche Entscheidung. Macht diese Münze in manchen Situationen aus deiner Sicht jetzt finanztechnisch gesprochen, kaufen, verkaufen Sinn? Natürlich ist immer die Frage jetzt, wie handle ich am Markt? Ja, also wenn ich jetzt anschaue, der Goldpreis ist ein paar 1640 Euro oder Dollar. Okay, 1710 heute tatsächlich. Letzte Woche war ein bisschen weiter unten. Zahlt es sich aus, eine Münze zu werfen? Ja? Und wir werden jetzt bei SkyTraders in 2-3 Wochen mit dem ersten Produkt starten, dann geht es um das Prop Trading. Ja? Und bei Prop Trading sind wir inspiriert worden von Richard Dennis. Und genau der hat sich auch diese Frage gestellt. Kann man jetzt da Trading lernen oder ist Trading reines Glück? Mit Glück meine ich, schmeiße ich die Münze, Buy oder Sell und dann schaue ich mal. Ja. Zur Hintergrundgeschichte, der Richard Dennis war ein Rohstoffhändler aus Amerika an der Chicagoer Börse, hat sich $1600 ausgeliehen und in 6 Jahren über 370 Millionen Dollar erwirtschaftet. 370 Millionen? Genau, durch das Traden an der Börse. Hat seine eigenen Strategien entwickelt und dann war er auf einer Reise mit seinem Geschäftspartner, da haben sie so eine Schildkrötenfarm gesehen, ich glaube, das war in Singapur. Und dann haben sie so gemeint zum Spaß, kann man jetzt da Trading lernen, kann man solche Trader im übertragenen Sinne züchten. Ja? Und daraus ist dieses Turtle Trader Projekt entstanden. Ja? Bedeutet, sie haben eine Anzeige geschalten, ja? Wir suchen Menschen, haben dann genau einen Screening-Prozess durchgeführt und 23 Menschen wurden vom Richard Dennis ausgebildet. Trendlinien, Risk Management und so weiter. Ein jeder hat dann Geld von ihm bekommen. Und dann waren knapp nach 5 Jahren, ich glaube 170 Millionen Erträge, die diese Menschen erwirtschaftet haben. Und damit hat er auch bewiesen, Trading kann man lernen, es ist nicht nur reines Glück. Da geht es halt jetzt wieder um den Wissenstransfer. Was gebe ich weiter? Was mich zur nächsten Frage bringt, denn im wahren Leben, es sei denn man ist Sheldon Cooper, wirft man jetzt für Entscheidungen
keine Münze. Aber zurück zu deinen Community-Membern. Was gibst du ihnen jetzt für einen Rat in der aktuellen Situation? Wo sollen sie sich hinentwickeln? Beziehungsweise welches Wissen kannst du weitergeben? Also ich glaube, es ist generell mal wichtig, über Finanzen zu lernen. Das bekommen wir alle nicht in der Schule gezeigt gelernt. Mein Glück war, dass ich mich immer schon für Finanzen interessiert habe. Mein Vater musste damals mit unterschreiben bei der ersten Kontoeröffnung für ein Werbedepot. Da war ich, glaube ich, 16 Jahre alt, habe dann Aktienfonds, genau, und habe damals dann noch die Kurse aus der Tageszeitung herausgeschrieben und mir meine eigenen Charts gezeichnet. Wenn du das heute jemandem erzählst, du gehst heute über das Smartphone rein, siehst den Chart, 5 Minuten, whatever. Ja. So habe ich begonnen. Und dann ist natürlich immer das Spannende, wie verwalte ich meine Finanzen. Und gerade in der aktuellen Zeit, das Wichtigste ist, glaube ich, wenn man einen Notgroschen hat. Und das gilt für alle. Ja. Gerade in der aktuellen Zeit mit der Energiekrise, wenn man einen Notgroschen hat von 3 bis 6 Monaten, dann kann man diese Phase mal leichter, ich will nicht sagen übertauchen, aber man geht leicht in diese Phase hinein. Weil gerade im Energiebereich sitzen wir alle im gleichen Boot drin. Das stimmt. Wenn es so weitergeht, dann haben wir in 5, 6 Monaten die nächsten. Ich möchte schon nicht über das so ins Detail reingehen. Ja? Das heißt, einmal dieser Notgroschen. Und dann ist wichtig herauszufinden, welcher Anlagetyp bist du? Ja? Und da habe ich halt so erfahren, okay, du sagst, okay, du möchtest von deinen Zinserträgen leben. Okay, wie musst du jetzt da, wenn du zum Beispiel 2.000 Euro Fixkosten hast, wie viel brauchst du an Grundkapital, damit du diese 2.000 im Monat erwirtschaftest? Ob das jetzt da im Aktienbereich ist mit normalen Dividendentiteln, ob das im Krypto- oder Trading-Bereich ist, wo du aktiv arbeitest, die Produkte gibt es heute auch schon, oder was auch sehr wichtig ist für den Werterhalt, ob das jetzt da Sachwerte sind, ob es wirklich Gold, also Edelmetalle sind. Edelmetalle, ich liebe es, dass ich es angreifen kann und nicht, weil ich jetzt dann einen Fonds habe, wo ich ich will es haben. Das ist genau dieser Werterhalt. Ja. Und dann, oder in der heutigen Zeit, gestern ein tolles Gespräch gehabt, da gibt es Menschen, die interessieren sich für Whisky. Haben eine eigene Whiskybrennerei. Ich wusste gar nicht, dass man auch Whisky als Anlageform sehen kann, aber es funktioniert. Und die haben sich die Frage gestellt, wie kann man das Ganze in die digitale Welt übertragen? Weil ich bin jetzt da nicht so der Whisky-Kenner, aber auch nicht, trinke auch nicht so. Ja. Genau. Und wenn ich jetzt der Whisky kaufe, wo lagere ich das Ganze? Wie lagere ich das Ganze? Ja? Und die haben jetzt da NFTs dafür entwickelt. Das heißt, du bist Miteigentümer von deinen eigenen Flaschen, von den Fässern, alles digitalisiert. Und das sind so Ansätze, wo ich sage, okay, ist eine spannende Sache. Es wird eine spannende Zeit. Du hast das vorher gerade angesprochen, 3 bis 6 Monatsgehälter sollte man jetzt aktiv auf der Seite haben. Das ist auch ein Teil von, ich muss jetzt anfangen, aktiv zu sparen. Ja, jetzt nicht nur zu sparen, um es auf ein Bankkonto zu legen mit Zinsen und Zinseszinsen, sondern tatsächlich auch zu sagen, damit muss ich auch arbeiten können. Ich glaube, das liegt jetzt bei uns allen, hier auch einen Schritt zu setzen, zu sagen, okay, was im Monat kann ich mir ersparen? Genau. Kommen wir zu unseren 2 abschließenden Fragen. Die sind ein bisschen persönlicher. Aber was ist so dein liebstes Goldstück? Bei meinen Seminaren sage ich immer so, oder bei Vorträgen sage ich mir ein Zitat. Ja. If you can dream it, you can do it. Und das Zitat ist von Walt Disney, ja, der mit nichts begonnen hat. Und Disney kennen wir alles mit den ganzen Marken und so weiter. Ja. Und das Spannende ist bei Disney, da gibt es eine Figur, der Dagobert Duck in Entenhausen, also die reichste Ente der Welt. Und das Schöne ist, meine Frau, und genau, der Dagobert Duck hatte diesen Glückstaler. Also der erste Taler, den er je verdient hat. Ja. Genau. Und meine Frau hat mir da ein kleines Geschenk gemacht, so eine Glaskuppel, ja, mit einem roten Samt drinnen, und wo jetzt 1/4 Unze Gold, also mit Philharmonika drinnen liegt. Ja. Und das ist auch für mich dieses Symbol, es ist so nicht die erste verdiente Goldmünze, ja, aber es ist so dieses Symbol von Visualisieren, Reichtum, positives Denken. Ja. Das ist so mein Goldstück. Und wenn wir jetzt von dem Materiellen wegkommen, was war in deinem Leben so der goldenste Moment? Muss man das auf eines runterbrechen, weil das ist schwierig, weil goldene Momente sind ja nicht erst, weil ich das gemacht habe, ja, sondern zum Beispiel goldene Momente sind viel mehr, wenn ich Entscheidungen treffe, die mich im Leben weiterbringen. Das heißt, hätte ich damals im Juni 2020 nicht die Entscheidung getroffen, mein altes Business aufgrund vom Lockdown zu verlassen, wäre die Idee SkyTraders gar nicht entwickelt worden. Hätte ich damals im Dezember 2013 nicht die Entscheidung getroffen, meinen damaligen Kunden aufzuhören, die Kooperation, ja,
Wäre ich dann nicht in das nächste Business? Also das Leben ist ständiges Weitergehen. Ich glaube, es geht genau um diese Entscheidungen, diese goldenen Momente, die dich im Leben die nächste Hürde nehmen lassen, ja, wo du auch als Mensch wachsen kannst. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. So ähnlich wie wir es jetzt gerade hier so den goldenen Fluss sehen. Ja, ja. Lieber Thomas, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen auch die Hintergründe zu SkyTraders. Ich glaube, wir werden auch in Zukunft das ein oder andere Projekt gemeinsam machen und wir werden dich wieder gerne hier im Studio begrüßen dürfen. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zusehen und sollten Sie Fragen zu Filoro Individual, zu Gold und Edelmetalle haben, dann können Sie das jederzeit gerne unterhalb von diesem Video einfach tun oder Sie schicken uns die Frage per E-Mail an tvstudio@filoro.com. Wir freuen uns natürlich über jedes Like und über das Teilen mit Ihren Freunden. Bis zum nächsten Video wünsche ich Ihnen, wie immer, eine goldene Zeit.